Wussten Sie, dass alles, was Sie über die Realität glauben, völlig falsch sein könnte? In nur 17 Minuten werde ich Ihnen zeigen, wie Sie der Drehbuchautor Ihres eigenen Lebens werden können, indem Sie alles in Frage stellen, was Sie je gehört haben. Klingt provokativ, oder? Erfahren Sie, wie Sie Ihr Gehirn verändern und ein unbegrenztes Potenzial auf schnelle und überraschende Weise ausschöpfen können. Hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihren Erfahrungen und abonnieren Sie den Kanal, um keine Neuigkeiten zu verpassen. Lassen Sie uns diese Reise gemeinsam beginnen. Stellen Sie sich Ihr Leben wie einen großen Film vor. Anstatt nur ein Charakter zu sein, der einem vorgegebenen Drehbuch folgt, haben Sie die Macht, sowohl der Drehbuchautor als auch der Regisseur und Hauptdarsteller zu sein. Diese kraftvolle Metapher ist nicht nur eine inspirierende Idee, sondern eine Realität, die Ihre Lebensweise transformieren kann. Zu verstehen, dass Sie der Schöpfer Ihrer eigenen Geschichte sind, ist der erste Schritt, um die Kontrolle über Ihr Leben zu übernehmen und Ihr Schicksal nach Ihren Wünschen und Zielen zu gestalten. Im Leben stehen wir alle vor Herausforderungen und schwierigen Momenten. Oft fühlen wir uns den Umständen ausgeliefert, als hätten wir keine Kontrolle über die Ereignisse, die uns umgeben. Wenn wir jedoch die Perspektive einnehmen, dass wir die Drehbuchautoren unserer eigenen Realität sind, beginnen wir zu erkennen, dass wir mehr Macht haben, als wir dachten. Dieser Wandel im Denken ist entscheidend, da er uns ermöglicht, Schwierigkeiten als Chancen zu sehen, unser Drehbuch neu zu schreiben. Der Drehbuchautor Ihres eigenen Lebens zu sein, bedeutet anzuerkennen, dass Sie jederzeit die Macht haben, Ihre Geschichte zu ändern. Dies erfordert eine Reihe bewusster und gezielter Entscheidungen. Zunächst ist es wichtig, klar zu definieren, was Sie wirklich wollen. Ohne eine klare Vision Ihrer Ziele und Träume ist es schwierig, ein überzeugendes Drehbuch zu erstellen. Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken, was Ihnen am wichtigsten ist und was Sie erreichen möchten. Sobald Sie Klarheit über Ihre Ziele haben, ist der nächste Schritt die Visualisierung. Den eigenen Erfolg zu visualisieren ist eine kraftvolle Technik, bei der man sich vorstellt, seine Ziele bis ins kleinste Detail zu erreichen. Diese Praxis motiviert nicht nur, sondern bereitet Ihren Geist auch darauf vor, Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen, die Sie Ihren Zielen näher bringen. Die Visualisierung ist wie ein mentales Proben für den Erfolg und schafft ein klares und lebendiges Bild des Lebens, das Sie führen möchten. Visualisierung allein reicht jedoch nicht aus. Es ist notwendig, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, die mit Ihren Zielen im Einklang stehen. Dies kann bedeuten, kleine Änderungen in Ihrer täglichen Routine vorzunehmen, neue Fähigkeiten zu erlernen oder Chancen zu ergreifen, die zuvor unerreichbar schienen. Jeder Schritt, so klein er auch sein mag, ist eine Bewegung in Richtung des Drehbuchs, das Sie für sich selbst schreiben. Ein weiterer entscheidender Aspekt, der Drehbuchautor Ihrer eigenen Realität zu sein, ist die Aufrechterhaltung einer positiven Denkweise. Die Art und Weise, wie wir denken, beeinflusst direkt unsere Wahrnehmung der Realität. Negative und einschränkende Gedanken können uns in einem Zyklus der Unzufriedenheit und Trägheit gefangen halten. Andererseits ermöglicht uns eine positive Denkweise, Möglichkeiten zu sehen, wo wir zuvor Hindernisse sahen. Dankbarkeit zu üben und sich auf die positiven Aspekte jeder Situation zu konzentrieren, kann Ihre Perspektive und somit Ihre Realität verändern. Die Reise, die Rolle des Drehbuchautors Ihres Lebens zu übernehmen, beinhaltet auch, Ängste zu konfrontieren und Zweifel zu überwinden. Es ist natürlich, Unsicherheit zu empfinden, wenn man die Komfortzone verlässt und etwas Neues versucht. Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass persönliches Wachstum außerhalb der Komfortzone stattfindet. Betrachten Sie Herausforderungen als Teil des Prozesses, Ihre Geschichte zu erschaffen. Jedes überwundene Hindernis ist eine Errungenschaft, die Ihre persönliche Erzählung stärkt. Wenn Sie Ihr Leben verändern und eine hohe Schwingung aufrechterhalten möchten, ist der Leitfaden Die Kraft des Quanten-Jetzt, Leben im Jetzt, genau das Richtige für Sie. Dieser Leitfaden bietet detaillierte und kraftvolle Praktiken, die Sie in Ihre tägliche Routine integrieren können, um Ihre Energie kontinuierlich zu erhöhen. Klicken Sie auf den Link im angehefteten Kommentar, um auf den Leitfaden zuzugreifen und noch heute Ihre Transformationsreise zu beginnen. Um die volle Kraft, die wir über unsere Realität haben, zu verstehen, ist es entscheidend anzuerkennen, dass wir mehr sind als nur physische Wesen. Unsere Existenz beschränkt sich nicht nur auf den materiellen Körper, den wir sehen und berühren können. Wir sind eine komplexe Kombination aus Körper, Geist und Seele.
Diese ganzheitliche Sichtweise hilft uns zu erkennen, dass die physische Welt nur ein Teil dessen ist, was wir sind, und dass der wahre Einfluss auf unsere Realität aus dem Verständnis und der Harmonisierung aller Teile von uns kommt. Unser physischer Körper ist der offensichtlichste Teil unserer Existenz. Er ermöglicht es uns, mit der Welt um uns herum zu interagieren, zu fühlen, zu handeln und das Leben auf greifbare Weise zu erfahren. Unsere Identität jedoch nur auf den physischen Körper zu reduzieren, würde grundlegende Aspekte unserer menschlichen Erfahrung ignorieren. Der Geist beispielsweise ist das Zentrum unserer Gedanken, Überzeugungen und Emotionen. Durch den Geist interpretieren wir die Welt, treffen Entscheidungen und schaffen Bedeutungen. Die Art und Weise, wie wir denken und was wir glauben, beeinflusst direkt, wie wir die Umstände des Lebens wahrnehmen und darauf reagieren. Noch tiefer geht unser Geist, der die Essenz dessen repräsentiert, wer wir sind. Der Geist ist der Teil von uns, der nach Zweck, Bedeutung und Verbindung mit etwas Größerem strebt. Er gibt uns ein Gefühl von Identität, das die physischen und zeitlichen Grenzen überschreitet. Durch den Geist finden wir unsere wahre Stimme, unsere Intuition und die Quelle unserer Kreativität. Wenn wir mit unserer spirituellen Dimension im Einklang sind, fühlen wir ein Gefühl von Frieden und Zweck, das unser Handeln und unsere Entscheidungen leitet. Das Verständnis dieser Triade, Körper, Geist und Seele, ist entscheidend, um unser Gefühl der Kontrolle über die Realität zu erweitern. Wenn wir mit diesen 3 Teilen im Einklang sind, können wir ein ausgeglicheneres und bedeutungsvolleres Leben schaffen. Der Körper muss gepflegt und respektiert werden, da er das Fahrzeug ist, durch das wir die Welt erleben. Dies umfasst eine gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Bewegung und ausreichende Ruhe. Der Geist wiederum sollte mit positiven Gedanken, kontinuierlichem Lernen und Praktiken genährt werden, die das geistige Wohlbefinden fördern, wie Meditation und Dankbarkeit. Die Art und Weise, wie wir denken, formt unsere Wahrnehmung der Realität. Negative und einschränkende Gedanken können uns in einem Kreislauf von Stress und Angst gefangen halten, während positive und expansive Gedanken uns für neue Möglichkeiten und Lösungen öffnen. Der Geist erfordert Verbindung und Zweck. Spirituelle Praktiken wie Meditation, Gebet oder jede Aktivität, die uns mit unserem inneren Selbst verbindet, sind wesentlich, um diesen Teil von uns stark und lebendig zu halten. Wenn wir mit unserem Geist im Einklang sind, haben wir Klarheit über unseren Lebenszweck und werden von einer Intuition geleitet, die uns hilft, weisere und authentischere Entscheidungen zu treffen. Um unsere Realität auf bedeutungsvolle Weise zu transformieren, ist es unerlässlich, im mentalen und spirituellen Bereich zu handeln. Auf diesen Ebenen findet die wahre Veränderung statt, da sie unsere Wahrnehmungen, Entscheidungen und folglich unsere physische Realität formen. Der Geist ist ein mächtiger Motor der Transformation. Unsere Gedanken und Überzeugungen bilden die Grundlage dafür, wie wir die Welt um uns herum interpretieren. Wenn wir unsere Gedanken anpassen, verändern wir unsere Perspektive und damit auch unsere Realität. Alles beginnt mit der Qualität der Gedanken, die wir täglich kultivieren. Positive und konstruktive Gedanken schaffen eine Weltanschauung, die uns befähigt und inspiriert. Im Gegensatz dazu schränken negative und begrenzende Gedanken unsere Möglichkeiten ein und schaffen imaginäre Barrieren. Um im mentalen Bereich zu handeln, ist es entscheidend, Selbstbeobachtung zu praktizieren. Das bedeutet, auf unsere Gedanken zu achten und diejenigen herauszufordern, die negativ sind oder unserem Wachstum nicht dienen. Wir können diese Gedanken durch positive und ermutigende Affirmationen ersetzen. Affirmationen sind kraftvolle Werkzeuge, die helfen, den Geist neu zu programmieren und Überzeugungen zu stärken, die unsere Ziele und Träume unterstützen. Visualisierung ist eine weitere effektive Technik im mentalen Bereich. Indem wir unsere Ziele lebendig und detailliert visualisieren, schaffen wir eine mentale Landkarte, die uns in ihre Richtung führt. Visualisieren bedeutet nicht nur, sich etwas vorzustellen, sondern die Erfahrung zu fühlen, als ob sie bereits geschehen würde. Dies schafft eine tiefe emotionale Verbindung zu unseren Zielen, wodurch sie greifbarer und erreichbarer werden. Im spirituellen Bereich bedeutet Handeln, sich mit unserer tiefsten Essenz und etwas Größerem als uns selbst zu verbinden. Spiritualität ist nicht unbedingt an Religion gebunden. Es geht darum, einen Sinn und Zweck im Leben zu finden. Meditation ist eine grundlegende Praxis, um im spirituellen Bereich zu handeln. Sie hilft uns, den Geist zu beruhigen, Stress zu reduzieren und uns mit unserem inneren Selbst zu verbinden.
Regelmäßige Meditation bietet uns geistige Klarheit, emotionales Gleichgewicht und ein tiefes Gefühl des Friedens. Neben der Meditation ist Dankbarkeit eine kraftvolle Möglichkeit, den Geist zu nähren. Dankbarkeit hilft uns, uns auf das Positive in unserem Leben zu konzentrieren, was unser Wohlbefinden und unsere Zufriedenheit erhöht. Wenn wir dankbar sind, erhöhen wir unsere energetische Schwingung und ziehen mehr positive Erfahrungen in unsere Realität. Die Intuition ist ein weiteres wichtiges spirituelles Werkzeug. Auf unsere Intuition zu hören und ihr zu vertrauen, leitet uns in unseren Entscheidungen und Handlungen. Die Intuition ist die Stimme unseres Geistes und bietet Einsichten, die der rationale Verstand möglicherweise nicht wahrnimmt. Um unsere Intuition zu stärken, ist es wichtig, präsent und achtsam zu sein, auf die subtilen Signale und Empfindungen zu achten, die wir erhalten. Spirituelles Handeln bedeutet auch, im Einklang mit unseren Werten und unserem Zweck zu leben. Wenn wir unsere Handlungen mit dem in Einklang bringen, was uns wirklich wichtig ist, empfinden wir ein tiefes Gefühl der Erfüllung und Authentizität. Dies hilft uns, die Herausforderungen des Lebens mit größerer Resilienz und Zuversicht zu meistern. Die Gehirnumprogrammierung ist ein faszinierender Prozess, der es uns ermöglicht, unsere Denk- und Verhaltensmuster zu ändern, um unser Leben zu transformieren. Unser Geist ist unglaublich formbar, eine Eigenschaft, die als Neuroplastizität bekannt ist. Neuroplastizität ist die Fähigkeit des Gehirns, seine neuronalen Verbindungen als Reaktion auf neue Erfahrungen, Lernen und Veränderungen in unserer Umgebung neu zu organisieren. Das bedeutet, dass wir durch bewusstes Ändern unserer Gedanken und Gewohnheiten buchstäblich unser Gehirn und damit unsere Realität umgestalten können. Die Gedanken und Emotionen, die wir täglich pflegen, haben einen direkten Einfluss auf die Struktur und Funktion unseres Gehirns. Wenn wir bestimmte Gedanken und Gefühle wiederholen, schaffen wir starke neuronale Schaltkreise, die diese Muster verstärken. Sind diese Gedanken negativ oder einschränkend, verstärken wir Verhaltensweisen, die uns nicht gut tun. Die gute Nachricht ist jedoch, dass wir bewusst neue neuronale Schaltkreise schaffen können, die positivere und produktivere Gedanken und Verhaltensweisen unterstützen. Eine der effektivsten Methoden zur Gehirnumprogrammierung ist die positive Visualisierung. Visualisierung bedeutet, lebhafte mentale Bilder unserer Ziele und Wünsche zu schaffen, als ob sie bereits erreicht wären. Diese Praxis motiviert und inspiriert nicht nur, sondern aktiviert auch die gleichen neuronalen Schaltkreise, die genutzt würden, wenn die Erfahrung real wäre. Wenn wir unsere Ziele wiederholt visualisieren und positive Emotionen mit diesen Bildern verknüpfen, stärken wir die neuronalen Schaltkreise, die die Erreichung dieser Ziele erleichtern. Positive Affirmationen sind ein weiteres kraftvolles Werkzeug zur Gehirnumprogrammierung. Affirmationen sind positive und bekräftigende Aussagen, die wir uns selbst wiederholen, wie „Ich bin in der Lage, meine Ziele zu erreichen“ oder „Ich verdiene es, glücklich und erfolgreich zu sein“. Durch regelmäßiges Wiederholen dieser Affirmationen beginnen wir, negative und einschränkende Gedanken durch Überzeugungen zu ersetzen, die uns stärken. Dies verändert die neuronalen Muster im Gehirn und erleichtert die Veränderung von Verhalten und Wahrnehmung. Die Praxis der Achtsamkeit spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle bei der Gehirnumprogrammierung. Achtsamkeit bedeutet, im gegenwärtigen Moment präsent und bewusst zu sein, unsere Gedanken und Emotionen ohne Urteil zu beobachten. Diese Praxis ermöglicht es uns, negative und automatische Denkmuster zu erkennen und durch bewusstere und gezieltere Gedanken zu ersetzen. Darüber hinaus hilft Achtsamkeit, Stress und Angst zu reduzieren, wodurch ein geistiges Umfeld geschaffen wird, das förderlich für Veränderungen ist. Dankbarkeit ist eine weitere effektive Praxis zur Gehirnumprogrammierung. Ein Dankbarkeitstagebuch zu führen, in dem wir regelmäßig Dinge notieren, für die wir dankbar sind, hilft uns, unseren Fokus auf das Positive in unserem Leben zu richten. Studien zeigen, dass Dankbarkeit die Produktion von Neurotransmittern wie Dopamin und Serotonin erhöhen kann, die mit Gefühlen des Wohlbefindens und der Glückseligkeit verbunden sind. Durch das Kultivieren von Dankbarkeit stärken wir die neuronalen Schaltkreise, die eine positivere und optimistischere Perspektive fördern. Das Konzept des unbegrenzten Potenzials und die Bedeutung unserer Entscheidungen sind grundlegend, um zu verstehen, wie wir unsere Realität gestalten und das Leben erschaffen können, das wir uns wünschen. Die Quantenphysik bietet uns eine faszinierende Perspektive auf das Universum und die unendlichen Möglichkeiten, die es enthält.
Laut dieser Wissenschaft existiert alles im Universum in einem Zustand des Potentials, bis eine Wahl oder eine Beobachtung es in die Realität umsetzt. Dies deutet darauf hin, dass unser Leben nicht vorherbestimmt ist, sondern voller Möglichkeiten, die wir durch unsere Entscheidungen erkunden und verwirklichen können. Jede Entscheidung, die wir treffen, öffnet einen neuen Weg und schließt andere, wodurch ein Netz unendlicher Möglichkeiten entsteht. In jedem Moment haben wir die Macht, Gedanken, Emotionen und Handlungen zu wählen, die unsere Lebenserfahrung formen. Diese Wahlfreiheit gibt uns eine außergewöhnliche Kontrolle über unser Schicksal und macht uns zu den wahren Architekten unserer Realität. Das bedeutet, dass wir unabhängig von den Umständen, in denen wir uns befinden, die Fähigkeit haben, unseren Kurs zu ändern und ein Leben zu erschaffen, das mit unseren tiefsten Wünschen und Zielen im Einklang steht. Um unser unbegrenztes Potenzial zu nutzen, müssen wir zuerst daran glauben, dass es existiert. Oft sind wir durch einschränkende Überzeugungen konditioniert, die uns sagen, dass wir nicht fähig oder würdig sind, große Dinge zu erreichen. Diese Überzeugungen können tief verwurzelt sein, aus unserer Erziehung, Gesellschaft oder vergangenen Erfahrungen stammen. Diese Überzeugungen zu identifizieren und herauszufordern, ist ein entscheidender Schritt, um unser Potenzial freizusetzen. Wenn wir beginnen, die Welt als Feld unendlicher Möglichkeiten zu sehen, ändert sich unsere Perspektive und wir werden offener für neue Chancen und Erfahrungen. Eine Möglichkeit, unser unbegrenztes Potenzial zu nutzen und zu manifestieren, ist die Visualisierung. Indem wir unsere Ziele und Träume klar und detailliert vorstellen, schaffen wir ein mentales Bild von dem, was wir erreichen möchten. Diese Praxis motiviert uns nicht nur, sondern bereitet auch unseren Geist darauf vor, Chancen zu erkennen und zu ergreifen, die uns unseren Zielen näher bringen. Visualisierung, kombiniert mit positiven Gefühlen und Überzeugungen, kann ein kraftvolles Werkzeug sein, um unsere Wünsche in die Realität umzusetzen. Neben der Visualisierung ist bewusste Entscheidungsfindung wesentlich, um unser unbegrenztes Potenzial zu erkunden. Jede Entscheidung, die wir treffen, so klein sie auch sein mag, beeinflusst unseren Weg. Indem wir Entscheidungen treffen, die mit unseren Werten und Zielen übereinstimmen, schaffen wir einen Weg, der uns in Richtung unserer Träume führt. Dies erfordert Selbstkenntnis und Klarheit darüber, was wir wirklich im Leben wollen. Reflexion und Introspektion sind wichtig, um unsere wahren Wünsche zu verstehen und unsere Handlungen mit ihnen in Einklang zu bringen. Die Quantenphysik lehrt uns auch über den Beobachtungseffekt, der besagt, dass der Akt der Beobachtung den Zustand einer Partikel verändern kann. Dies impliziert, dass unsere Wahrnehmung und unser Fokus die Realität beeinflussen können. Auf unser Leben angewendet bedeutet dies, dass das, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, dazu neigt, sich auszudehnen. Wenn wir uns auf das Positive, die Möglichkeiten und die Lösungen konzentrieren, ist es wahrscheinlicher, dass wir positive Ergebnisse erleben. Andererseits kann das Fokussieren auf das Negative, die Probleme und die Einschränkungen eine unbefriedigende Realität fortsetzen. Persönliche Verantwortung ist ein weiterer entscheidender Aspekt, um unser unbegrenztes Potenzial zu nutzen. Die Verantwortung für unsere Entscheidungen und Handlungen zu übernehmen, ermächtigt uns und nimmt uns aus der Opferrolle der Umstände heraus. Wenn wir erkennen, dass wir durch unsere Entscheidungen die Macht haben, unser Leben jederzeit zu verändern, werden wir proaktiver und widerstandsfähiger. Das bedeutet nicht, dass wir keine Herausforderungen meistern müssen, sondern dass wir die Fähigkeit haben, darauf so zu reagieren, dass sie uns stärken und wachsen lassen. Ich hoffe, diese Techniken zur Kontrolle Ihrer Realität haben Sie inspiriert, Ihre eigene Geschichte neu zu schreiben. Wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal, um keine weiteren großartigen Tipps zu verpassen. Hinterlassen Sie einen Kommentar und teilen Sie uns mit, was Sie denken und wie Sie diese Ideen in Ihrem Leben anwenden möchten. Ich bin gespannt auf Ihre Erfahrungen und freue mich darauf, diese Reise gemeinsam fortzusetzen.